Damit zu spielen, mit diesem Maschinenraum in unseren Köpfen, ist etwas, wo ich mich dann auch gern mal ein bisschen drauf einlasse. Das erste Bild ist ein Cézanne, eine Landschaftsdarstellung, die auf den ersten Blick ganz unschuldig daherkommt. Aber genau die Frage, wie kommt es dazu, dass wir dort Bäume sehen und Felsen und einen Weg, habe ich versucht, etwas auszuführen. Unsere Wahrnehmung der visuellen Informationen, die ja bei Gemälden eine große Rolle spielen, ist natürlich erstmal eine ganz physikalische Geschichte. Da treffen Photonen auf unsere Netzhaut und dann wird das weiterverarbeitet im Gehirn. Dann wird es aber interessant, weil im Rest des Gehirns und insbesondere eben in der Hirnrinde müssen wir damit rechnen, dass da ganz viel Erwartungsverrechnung passiert. Also dass die Vorerwartungen, unsere Vermutungen über das, was da zu sehen sein könnte, ganz entscheidend dafür sind, was wir dann wahrnehmen. Dann erkennen wir eben einen Baum, aber nicht, weil der so detailgetreu ausgeführt ist, sondern weil es im Kontext dessen, was wir da sehen, doch wahrscheinlich ein Baum ist. Ich habe als nächstes einen Jawlensky gewählt, wo die Abstraktion deutlicher ist. Es ist eine Gesichtsdarstellung, die mit eigentlich wenigen geometrischen Formen auskommt. Das Gesicht ist gar nicht komplett. Wahrnehmung durch Komplettierung dessen, was man eigentlich erwarten sollte. Das ist im Kontext der sogenannten Mustervervollständigung, Pattern Completion, ein Konzept, was in der Hirnforschung eine wichtige Rolle spielt. Also wenn nur ein Teil vom Gesicht zu sehen ist, sind wir trotzdem in der Lage, dann zu vermuten, wo der Rest sich versteckt. Das letzte Bild von Oelze, ein, finde ich, tolles Werk. Für mich deswegen interessant, weil es eben einen Schritt weiter geht, nicht nur Erkennen etwas Bekannten. Im oberen Bildteil gibt es tatsächlich einfach einen See, aber dann im unteren Bildteil halt fantastische Strukturen, die zwar, wie ich finde, mit unseren Erwartungen spielen. Also da gibt es dann zum Beispiel oft dunkle Punktpaare, die sehr leicht in Richtung Augenpaar zu interpretieren wären, die aber dann alles Weitere vermissen lassen. Was anhand dieser Werke sehr deutlich wird, ist, dass eben ein Großteil unserer Wahrnehmung eines ist, was auf Erwartungen basiert, auf dem, was wir vorher schon erlebt haben und vorher schon gesehen haben und was wir vermuten, was zu sehen sein könnte. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, sich das klarzumachen, dass diese Vorstellung dieser einen Realität, des unverfälschten Wahrnehmens sicherlich was ist, was eigentlich aus Sicht der Hirnforschung man jetzt nicht so unterstützen kann. Zu formulieren, wie ich als Hirnforscher mich mit diesen Werken beschäftige, das war sehr reizvoll und hat einige interessante Themen ergeben, für mich jedenfalls.